Ich darf noch mal auf etwas anderes kommen, was Sie am Anfang des Gesprächs angedeutet haben. Da haben Sie gesagt, das Erlebnis der Musik, das hat sich verändert. Als Sie jung waren, da hat man Bilderwelten hauptsächlich gesehen. In den vielen Jahrzehnten, in denen Sie interpretatorisch tätig sind, hat sich doch nicht nur dieses geändert an der Musik, sondern, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, am Anfang dieses Jahrhunderts, noch bis in das erste Drittel dieses Jahrhunderts hinein, war Musik doch immer relativ Musik, symphonische Musik, Opernmusik, Orchestermusik, klassische Musik im weitesten Sinne des Wortes, relativ wenigen Menschen vorbehalten. Nämlich so viel, wie in den Konzertsälen das hören konnten. Und das waren damals doch relativ wenig. Ist das richtig, dass dieses Monopol einer gewissen Elite, dass das heute durchbrochen ist und dass das auch den Musikern, auch den Dirigenten, den Orchesterchefs, dass sie die vor ganz neue Aufgaben stellen? Ja, also ich würde sagen, nicht nur durchbrochen, sondern das Hören von Musik hat eine Dimension angenommen, die man eigentlich nur wirklich mit einer Explosion bezeichnen kann. Schauen Sie, ich habe mir mal ungefähr eine Rechnung gemacht. Wenn ich im Jahr also wenn Sie absehen hier von den Konzerten, sind im Ausland und alles zusammen vielleicht ungefähr 50.000 Menschen erfasst von den Opernaufführungen und von den Reisen, die wir mit dem Orchester machen. 50.000. Wenn ich die 5 Televisionen, die von jetzt ab sein werden, auf der ganzen Welt zusammenzähle, kommt ungefähr dabei 150 Millionen. 50.000 zu 150 Millionen. Nicht? Also das kann man gar nicht, man kann auch gar keine Vergleiche anstellen, man kann nicht sagen, wie es immer so schön heißt bei Interviews, werden Sie die Leute aus dem Konzertsaal heraustreiben? Ich sage, wen soll ich denn heraustreiben? Die sind ja gar nicht drinnen, sie können auch gar nicht drinnen sein, weil so viel gar nicht hineinpassen. Ich treibe niemand heraus, sondern ich muss sagen, ich empfinde es als ein ungeheures Glück, dass das, was mich im Innersten beschäftigt und mein ganzes Leben, dass das nun plötzlich erreichbar ist, so und so vielen Millionen. Man kann doch nicht, das ist eine Hybris zu sagen, dass man sagt, das soll nur einem kleinen Kreis vorbehalten sein. Warum? Wenn wir sehen, wie viele Menschen davon glücklich werden und in sich wirklich besser, sie haben einen anderen Glauben an die Dinge der Schönheit, an die Dinge auch, wenn sie sehen, wie man sich mit wirklich heißen Bemühen um etwas wirbt und ringt, das wird auch den Zahnarzt oder wer drinnen ist, dazu überzeugen, dass er seine Sache besser macht. Und ich finde, wenn das ist und wenn man so viel davon herausbekommt, hat man doch nicht das Recht, den Menschen vorzuenthalten. Sie dürfen ja immer nicht vergessen, es gibt ja auf der ganzen Erdenrund gibt es doch eine Vielzahl von Menschen, die ein normales Symphoniekonzert überhaupt niemals hören können, weil sie es einfach gar nicht erreichen können. Und kein Mensch wird heute ehrlich bezweifeln können, dass in der Schallplattenliteratur wirklich hochkünstlerische Sachen möglich sind und ständig gemacht werden. Wir machen doch ungefähr 30 Platten pro Jahr und ich weiß, was es heißt. Es ist sicher eine Anstrengung, eigentlich in dem Sinn gar nicht mehr wie ein Konzert, weil es ja vieles schon eigentlich in einem Zug aufgenommen wird. Aber wir haben doch wirklich die Möglichkeit, Realisationen zu schaffen, die absolut für uns gültig sind. Und die sind einfach einem so großen Kreis erreichbar. Und nun gar die Television, bitte, wenn heute Dinge noch nicht vollkommen sind, darf man ja nicht sagen, wir sind ja in der ersten Zeit, wir sind ja wie das Kindtop erfunden worden ist, und sind unentwegt daran, die Dinge zu vervollkommen. Ich weiß, wir haben am Anfang einfach, um den doch immerhin komplizierten Aufnahmemöglichkeiten Rechnung tragen zu können, haben wir zwar mit Playback gearbeitet. Das ist auch vorbei. Meine letzten 2, die ich selbst inszeniert habe, Filme, von der 4. oder 5. sind tatsächlich live aufgenommen. Nicht? Nur liegt dazwischen seit dem ersten Film 6 Jahre und in 6 Jahren hat man einfach die Aufnahmetechnik so weit entwickelt, dass man sie jetzt als Ganze in ein live aufgenommenes Konzert hineinbringen kann und dieselbe aufwendige und wirklich teilweise sehr komplizierte, aber natürlich eine Wiedergabe erreicht, die in der normalen sozusagen Konzertreportage, wo jemand wahllos herumfährt mit einem Apparat und immer das falsche Instrument zeigt, was vielleicht auch gar nicht wichtig ist. Es ist wirklich eine
akustische Interpretation meiner Absicht. Und ich verbringe für einen Film durchschnittlich 3 Monate im Schneidetisch, um das dann hinzubekommen. Aber dann weiß ich, es ist eine Darstellung, so wie sie wahrscheinlich im Konzert von ganz wenigen Plätzen aus tatsächlich sehen können. Und ich glaube, ich helfe dem Zuschauer damit, den Sinn einer Sinfonie und den Sinn einer Interpretation zu erfassen. Und das geht natürlich in die Millionen und Abermillionen von Menschen, wenn die Satellitenübertragungen noch vollkommener sein werden, und das ist jetzt schon alles, geht doch in einem ungeheuren Tempo vor sich, dann können sie dieses Konzert erleben. Und wir wissen ganz genau, dass die Entwicklung ja gar nicht stehen bleibt, sondern wir sind ja jetzt erst dran, zum Beispiel mit dem Laserverfahren, die Hologramm, alles das, wo man in einem Raum die Menschen plastisch, also zum Beispiel ein Orchester, plastisch sehen wird. Das sind Zukunftsmöglichkeiten, die ja so kolossal sind, dass man gar nicht sie noch im vollen Maß ausdenken kann. Und das kommt ja letzten Endes den Menschen zugute, die dann die Möglichkeit haben, so ein Konzert eigentlich so zu erleben, wie wenn es im Saal wäre. Nur es sind einfach so und so viele mehr. Haben Sie Reaktionen solcher Menschen schon selbst erlebt? Ja, doch eine, die mir eigentlich am wertvollsten war, dass mir jemand gesagt hat, ich habe noch nie so schön eine Sinfonie gehört. Das sage ich, verzeihen Sie, reden wir von derselben Sache? Sie haben es doch im Television. Sagt er, ja, ich habe es noch nie so schön gehört, weil es hat ihm einfach, er hat sich, wollen wir sagen, sympathisch auf mich eingestellt und hat dadurch mich sehend meine Interpretation gehört. Also doch gehört. Gehört, absolut gehört. Geht es Ihnen hauptsächlich darum, die Musik zu verbreiten, Publikum zu verbreiten, also die Musik, wie soll ich sagen, in den Allgemeinbesitz zu überführen? Ist das? Schauen Sie, das ist ein gefährliches Wort, weil das heißt immer dann die Popularisierung. Und unter Popularisierung versteht man immer, dass etwas schlechter wird. Aber das ist es ganz bestimmt nicht, sondern einfach das, was man an sich selbst erlebt hat und was vielleicht in einem kleinen Kreis ist, dass das nun einfach so und so vielen Menschen zugänglich wird, die es wollen. Und weil wir am Anfang davon gesprochen haben, die Sprache der Musik ist ja eigentlich heute eine echte Sprache geworden. Es war früher man sagte immer, für Kenner und Liebhaber. Und Sie erinnern sich doch, dass eigentlich die anderen gesagt haben, das ist irgendeine hochgestochene Sache, mit der haben wir nichts zu tun. Heute ist es für jeden Menschen, das ist für den Bauern auf dem Feld genau dasselbe. Der mir gesagt hat, ich sehe mir jeden Musikfilm an von Ihnen. Es ist einfach, wie in vielen Dingen, das Wissen hat sich verbreitet und genauso hat sich der Sinn, der empfängliche Sinn für Kunst in einem ungeheuren Maß verbreitet. Und das, finde ich, ist doch für die ganze Menschheit ein ungeheures Glück. Und deswegen sollte man eigentlich nicht immer das von der negativen und von der verbilligenden Seite ansehen. Denn sonst wäre es ja nicht möglich. Wir bekommen immer die Vorwürfe, zum Beispiel in Osterfestspielen, ja, da können so und so viele nicht hineingehen. Ja, natürlich können sie nicht hineingehen. Ich bin nicht schuld daran. Ich würde auch die Osterfestspiele 3-mal so lange machen, wenn eine Regierung diese Karten kauft und sie dann an Mindermittel dahergibt. Denn ich kriege sowieso nichts davon. Ich mache es umsonst. Nur, es ist einfach nicht möglich, weil die Kosten so hoch sind. Ja. Aber ich habe neulich einmal einem Minister gesagt, wenn Sie sich entschließen, an der Entwicklung dieser zum Beispiel verfilmten Opern mitzuwirken, dann tun Sie etwas wirklich Echtes für das Volk, weil es dann in den Bereich jeder Möglichkeit gekommen ist. Aber die moderne Musik hat doch immer noch beim großen Teil des Publikums mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ja, sicher, deswegen, wir sind auch da in den Anfängen. Man darf nicht alles immer als eine stehende, abgeschlossene Entwicklung nehmen, sondern jetzt sind also manche Dinge, die vielleicht leichter eingängig sind daran, allgemein gut zu werden. Ja, und wenn man dann schon seinen eigenen Sinn verbreitert und verfeinert hat, dann wird man sicher genauso einmal verlangen, dass man auch mit diesen Dingen in Berührung kommt. Und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel Dinge, Kompositionen wie von Bartók, die vor 20 Jahren noch als moderne Musik, das spielen wir doch heute wie Haydn, nicht?
Also da ist ja auch da, man kann nicht immer so ungeduldig und sagen, ein Stück, das heute aufgeführt wird, muss schon morgen so bekannt sein wie die 5. Sinfonie von Beethoven. Aber mit der Zeit sehen Sie doch an, die ungeheure, auch da im guten Sinne, Popularisierung, zum Beispiel von Bartók, Strawinsky, und das ist doch heute ein Standardrepertoire geworden. Da ist ganz viel gemacht worden in 20 Jahren. Also vielleicht mit etwas länger wird auch da von den Dingen bitte, die einen Wert haben, das muss man ja immer sehen. Es ist ja nicht heute alles, was geschrieben wird, schon wertvoll. Ne? Das ist dann eine Frage der Urteilskraft. Aber ganz bestimmt ist der Wille da und wird immer, man hat zum Beispiel gesagt, wenn verbilligte Platten gemacht werden, die werden das Geschäft stören. Keine Spur. Die Leute haben zuerst die billigen Platten gekauft und dann wollten sie die besseren haben. Das ist eine Entwicklung und wir sehen da eigentlich immer den Trend zur wirklichen Qualität und das ist eigentlich sehr beruhigend. Darf ich mal so fragen, würden Sie glauben, dass jeder Mensch Musik hören kann, Musik verstehen kann? Wenn er richtig darauf angesprochen wird, ganz bestimmt. Was heißt richtige Ansprache? Das heißt, wenn er im geeigneten Moment das richtige Stück hört und zum Beispiel, wie es ja bei den Bildergalerien in Amerika ist, in der richtigen Weise eingeführt wird. Da ist noch viel zu tun, aber das richtige Wort am richtigen Platz, zum Beispiel bei einem Bild, kann Sie schlagartig zu dem Erlebnis bringen. Und dasselbe wird bei Musik sein. Aber außerdem ist ja die Erziehung so angelegt in der großen Linie, dass das ja natürlich immer schon früher einsetzen wird, als es bis jetzt gewesen ist. Und da sehe ich für die Zukunft eigentlich sehr positiv.